In diesem Video überlegen wir uns einmal, was wir machen, wenn wir auf Etsy viel zu wenig Downloads haben oder deine Downloads viel zu groß sind. Ja, Etsy ist ja eigentlich nett, ne? Also die geben uns die Möglichkeit, 5 Dateien hochzuladen und darf, glaube ich, jeder ZIP-File darf, glaube ich, 20 oder 25 Megabyte haben. Das heißt, ich habe 100 oder 125 Megabyte, die mein Produkt groß sein kann. Aber manchmal reicht das nicht aus. Wir haben ja schon im vorherigen Video, ich verlinke das hier nochmal, gesehen, dass manchmal Dateien richtig groß werden können, je nachdem, in welcher Größe man die hat und in welcher Qualität man die abspeichert. Und dann hat man natürlich das Problem, dass, ja, was macht man denn dann? Ne? Wie kriegt man dann die Datei zum Kunden? Und es gibt einen Weg, es gibt eine Möglichkeit, das Ganze zu umgehen. Und ich zeige dir jetzt einmal am Rechner, was du da machen kannst. Wir hatten uns ja gerade hier Ordner erstellt und diese Ordner haben verschiedene Größen und ich hatte auch schon angefangen, die einzelnen Dateien abzuspeichern in den verschiedenen Größen, also in 50 mal 70 und in 40 mal 60. Jetzt stell dir einmal vor, du hast hier noch 10, 15, 20 Dateien mehr für deinen Kunden gespeichert und diese Dateien musst du ja irgendwie zu ihm kriegen. Ne? Wenn ich jetzt hier mal auf Etsy gehe, dann siehst du hier schon Folgendes. Ne? Ich kann hier eine Datei hochladen, die hat jetzt nur ganz wenig Kilobyte und ich zeige dir auch jetzt sofort, wie deine Datei diese kleine Größe bekommen kann. Und hier steht jetzt Add up to 4 more files, also 4 weitere ZIP-Files kann ich hier noch hochladen und ja, die Frage ist manchmal, die sind natürlich oftmals größer als 20 Megabyte. Ne? Und wie umgehe ich das Ganze dann? Was mache ich dann? 2 Möglichkeiten. Du hast einen Dropbox-Account. Den gibt es erstmal gratis. Und da sind auch, ich glaube, 2 Gigabyte sind auch gratis. Und von da aus kannst du deinen Kunden eine Datei, also einen Link schicken und da können sie dann etwas runterladen. Es gibt auch noch viele andere Services im Internet, die genau das erlauben. Oder aber du hast eine eigene Webseite und auf deinem Server Platz für solche Produkte, weil du die auch dort in deinem Shop hast. Jetzt ist es aber so, du musst auch die Dateinamen irgendwie oder die Links irgendwie zu deinem Kunden kriegen und das geht ganz einfach. Ja. Ich habe hier ein Dokument, ein Pages-Dokument in dem Fall, aber du kannst natürlich auch ein Word-Dokument erstellen und habe dann daraus ein PDF gemacht. Du erstellst ganz normal deine Datei, dann gehst du auf Exportieren und kannst es als PDF speichern. Und PDF ist natürlich super, weil das lässt sich überall öffnen, da gibt es diese Probleme gar nicht erst und habe hier einen kleinen Text geschrieben und hier ist ein Link drin und wenn mein Kunde jetzt da draufklickt, dann siehst du schon, was sich hier öffnet, nämlich der Linkpfad und dann geht der Download sofort los und mein Kunde hat die Datei, egal wie groß sie ist, weil er die von meinem Server oder eben aber aus der Dropbox runterlädt. Wenn dir Dropbox jetzt nicht bekannt ist, ich gehe jetzt nochmal eben hier auf die Webseite, wobei Dropbox, glaube ich, auch sehr weitreichend schon bekannt ist. Ne? Auf jeden Fall, du kannst dich hier anmelden und erstmal ganz kostenlos und hast dann, wie gesagt, 2 Gigabyte, glaube ich, oder 1 Gigabyte, egal. Das kann sich natürlich auch immer ändern. Und du kannst, wenn dein Geschäft wächst, monatlich dafür einfach bezahlen. Macht Sinn, weil man so die Dateien zu seinen Kunden bekommt. Du siehst hier schon Plus, Family, Professional, Standard und so weiter. Und hier kannst du dann sehen, wie viele Gigabyte man hier für welchen Preis bekommt. Das kann sich natürlich immer ändern. Ich will dir das trotzdem einmal zeigen. Es ist jetzt keine Wahnsinnspreise. Also hier vor 10 Euro im Monat bekommst du schon einiges. Und selbst wenn es irgendwann mal viel höher geht, dann heißt das ja nur, dass du viele Dateien gespeichert hast und dann hoffentlich auch viele Verkäufer hast. Dann kannst du dir das natürlich auch erlauben. Aber erst einmal kannst du hier völlig kostenlos loslegen und dir da einen Account eröffnen, wo du deine Dateien ablegen kannst. Du speicherst in der Dropbox sozusagen deine ZIP-Files. Also ich würde jetzt in der Dropbox hier die Dateien speichern, diese Ordner hier speichern, die würde ich zippen
und dann den Ordner hochladen und dann gibt die Dropbox mir einen Link zu diesem Ordner. Den würde ich mir kopieren und diesen Link, den würde ich dann hier in meinem PDF reinpacken. Ja, meinetwegen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe hier was geschrieben und aus dem Geschriebenen dann einen Link erstellt. Kannst du natürlich machen, wie du möchtest. Und dann kann dein Kunde sich die PDF-Datei, eine klitzekleine Datei runterladen und auf die verschiedenen Links klicken und die einzelnen ZIP-Ordner auf seinem Computer speichern. Sehr bequem für dich und für den Kunden. Für dich vor allen Dingen auch, wenn du deine Dateien auf weiteren Plattformen anbietest. Es gibt ja nicht nur Etsy, ne? Und es ist immer einfacher, nur eine PDF-Datei als Download anzubieten, als riesengroße Dateien. Ja, das ist immer sehr unhandlich. Ne? Wenn ich auf jede Webseite, ich sag mal, 500 Megabyte hochladen muss, dauert das natürlich sehr viel länger, als wenn ich die einmal in die Dropbox lage und von da aus immer mit meinem PDF darauf verlinke. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Für mich ging da quasi eine ganze Krone an, als ich das herausgefunden habe, wie man das macht und wie das funktioniert. Ich hoffe, für dich war das jetzt auch so. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt bist, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.